Wenn du auswanderst, aber in Deutschland weiterhin Kunden hast, kann dann Steuerpflicht in Deutschland ausgelöst werden? Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Viele Freiberufler und Unternehmer, die auswandern, haben ja auch nach der Auswanderung weiterhin Kunden in Deutschland. Und es wäre ja auch ziemlich schwachsinnig, diese Kunden aufzugeben, denn Kunden in Deutschland zahlen natürlich gut. Das Gleiche gilt natürlich auch für Österreich und die Schweiz. Und man hat natürlich hier einen Vorteil, wenn man Deutsch spricht und über entsprechende Fachkenntnisse in seinem Bereich verfügt. Da ist man möglicherweise eine begehrte Ressource und hat es hier viel einfacher, in Deutschland weiterhin Kunden zu finden, die man möglicherweise remote bedienen kann, als wenn man jetzt hier in anderen Ländern, womöglich noch im Auswanderungsland, hier nach Kunden suchen müsste und für diese Arbeit dann viel schlechter bezahlt werden würde. Also daher Kunden in Deutschland zu haben, das ist eigentlich für die meisten unserer Mandanten oft der Fall, wenn sie eben in bestimmten Bereichen wie zum Beispiel Softwareentwicklung, Beratung etc. tätig sind. Die Frage, die sich nun aus steuerlicher Sicht natürlich stellt, ist, kann es sein, dass durch dieses Vorhandensein von Kunden im Ausland hier noch eine Steuerpflicht in Deutschland tatsächlich gegeben ist? Und die Antwort darauf muss im Grunde lauten, es kommt drauf an. Wenn man sich den Paragraphen 19 des Einkommensteuergesetzes anschaut, hier sind die Einkünfte definiert, die unter die beschränkte Steuerpflicht fallen. Unter die beschränkte Steuerpflicht fällst du ja, wenn du Deutschland verlässt, dort keinen Wohnsitz mehr hast, Deutschland nicht mehr Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes ist, du also nicht mehr unbeschränkt in Deutschland steuerpflichtig bist, bist du danach noch beschränkt steuerpflichtig. Das heißt, es gilt für dich dieser Paragraph 49 des Einkommensteuergesetzes, den wir uns jetzt mal hier anschauen wollen. So, hier kannst du sehen und jetzt werden wir mal nach unten scrollen und hier steht unter Teil 3, welche Einkünfte sind also in Deutschland auch nach dem Wegzug beschränkt steuerpflichtig, und hier steht Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Hier ist jetzt sehr wichtig, selbstständig wird ja in Deutschland vielfach hier auch übergreifend verwendet, aber hier reden wir jetzt nicht von unternehmerischen Tätigkeiten, die gewerblich sind, sondern tatsächlich von selbstständigen, also freiberuflichen Tätigkeiten. Es geht nur um freiberufliche Tätigkeiten, nicht gewerbliche Einkünfte. Einkünfte aus selbstständiger Arbeit gemäß Paragraph 18, die im Inland ausgeübt oder verwertet wird. Also ganz wichtiger Punkt, verwertet wird. Oder worden ist oder für die im Inland eine feste Einrichtung oder eine Betriebsstätte unterhalten wird. So, was bedeutet das? Das kann bedeuten, dass wenn du aus dem Ausland als Freelancer, als Freiberufler für einen Kunden tätig bist, wohlgemerkt nicht als Unternehmer, der gewerblich tätig ist, sondern als Freiberufler, dann kann möglicherweise hier das, was du in Deutschland mit diesem Kunden verdienst, weiterhin in Deutschland steuerpflichtig sein. Tatsächlich müsste der Kunde dann einen Teil deines Honorares einbehalten, dieses dann an den deutschen Staat abführen und du müsstest eine Steuererklärung einreichen und dort dann eine mögliche Differenz erklären. Wir haben einen solchen Fall vor kurzem mal hier in einem unserer YouTube Live-Events gehabt. Da hat sich jemand hier gemeldet dann eben in der öffentlichen Kommentarfunktion und hat gesagt, er würde in Dubai leben und würde von Dubai aus freiberuflich hier für ein deutsches Unternehmen weiterhin als Controller im Rechnungswesen tätig sein. Und ihm wurde jetzt mitgeteilt vom Finanzamt, dass diese Einnahmen in Deutschland zu versteuern seien. Denn im Grunde genommen läge hier ein sogenannter Verwertungstatbestand vor. Und er war natürlich vor den Kopf gestoßen. Er hat sich gedacht, ich lebe hier in Dubai, ich bin hier tatsächlich, ich halte mich hier auf, ich arbeite hier wirklich. Und jetzt muss ich hier das, was ich verdiene, tatsächlich in Deutschland versteuern. Nun, hier, wie gesagt, berufen wir uns auf den Paragraphen 49 EStG, das, was wir uns gerade angeschaut haben. Und dort können wir ja genau die Begründung für diese Besteuerung der Einnahmen hier aus Deutschland finden. Da hätte man sich also im Vorfeld hier natürlich orientieren müssen, beziehungsweise
Der Steuerberater hätte eigentlich einen warnen müssen, möglicherweise sogar auch der Steuerberater des Kunden, um den es hier geht. Allerdings kommt es natürlich hier auf die ganz konkreten Umstände an. Denn wir wissen ja zum Beispiel, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es kein Doppelbesteuerungsabkommen. Liegt also ein Doppelbesteuerungsabkommen vor, dann sind hier möglicherweise anderweitige Regelungen vereinbart. Ein bekanntes Beispiel ist das DBA mit Thailand. Ich habe ja dazu auch schon mal ein Video gemacht. Im DBA mit Thailand steht ganz explizit drin, dass hier die Besteuerung solcher Tätigkeiten nicht in Deutschland erfolgt, sondern dass im Grunde genommen Thailand das alleinige Besteuerungsrecht hat. In dem konkreten Video, das ich damals gemacht habe, das kannst du ja einfach finden, wenn du nach LTR und Thailand suchst, sprach ich eben über das LTR-Visum in Thailand und da hat man dann den Vorteil, wenn man dieses LTR-Visum nutzt, dass entsprechende Einkünfte aus dem Ausland in Thailand steuerfrei sind, wenn man ein paar einfache Regeln beachtet. Hier hat der deutsche Staat, obwohl es sich hier um einen Freelancer handelt, nicht das Recht, die Einkünfte zu besteuern. Das Recht fällt an Thailand aufgrund des DBAs, aber Thailand hat dann entschieden, dass keine Steuer fällig wird. Insofern ist also komplett diese Einnahme steuerfrei. Es gibt in dem DBA Thailand-Deutschland auch keine Rückfallklausel, die ja ansonsten möglicherweise hier wiederum die Besteuerung in Deutschland auslösen würde. Das heißt also, Möglichkeit 1, das Ganze auszuhebeln oder nicht davon betroffen zu sein, ist in einem Abkommenstaat mit Deutschland zu leben, in welchem dann über das Abkommen das Besteuerungsrecht Deutschlands eingeschränkt wird. Eine zweite Möglichkeit ist natürlich, erst überhaupt keine freiberuflichen Einkünfte, keine selbstständigen Einkünfte zu haben. Mal angenommen, der Freelancer aus Dubai hätte jetzt in Dubai eine Firma gegründet und hätte dann über seine Firma Rechnungen nach Deutschland geschickt für die gleiche Tätigkeit, hätte er ja keine selbstständigen Einkünfte mehr gehabt, sondern hätte dann gewerbliche Einkünfte gehabt. Und diese fallen natürlich dann nicht unter die entsprechende Regelung des Paragraphen 49 EStG, welche wir uns vorhin angeschaut haben. Im Idealfall sicherst du das Ganze doppelt ab, indem du in einem Abkommenstaat lebst und dann auch noch ein Unternehmen betreibst. Also sagen wir zum Beispiel mal Malta oder sagen wir Zypern. Beides Abkommenstaaten mit Deutschland und du betreibst dort eine Limited in Malta oder in Zypern, schreibst damit Rechnungen an deine deutschen Kunden, dann bist du nicht mehr selbstständig tätig, selbstständig im Sinne der Freiberuflichkeit, die ja hier von Paragraphen 49 dann nicht erfasst werden und somit bist du dann hier auch aus der deutschen Besteuerung wieder heraus. Es ist natürlich entscheidend, sehr entscheidend, dass es in Deutschland keine Betriebsstätte gibt. Ja? Das heißt also, wenn du natürlich nun in Deutschland hier eine Betriebsstätte hättest, das heißt, du hättest dort irgendwie auch nur ein Virtual Office mit einem Aktenschrank, dann hast du natürlich wiederum ein Problem. Das darf es natürlich keinesfalls geben. Ja? Hier muss man also aufpassen, dass das nicht vorhanden ist und dann, wie gesagt, trifft die entsprechende Regelung nicht zu und man riskiert hier keine Besteuerung der Einnahmen, die man hier mit deutschen Kunden generiert. Vielfach betroffen von dieser Regelung sind zum Beispiel Ärzte oder auch Rechtsanwälte, die jetzt hier in Deutschland, wenn auch nur sporadisch tätig sind. Ich hatte hier in einem anderen Video schon mal davon berichtet, wie ein Mandant von uns, der Schönheitschirurg war, hier regelmäßig in deutschen Kliniken operiert hat. Und dann stand hier zur Debatte, dass man hier letztlich von seinem Honorar eine Quellensteuer abzieht, die dann direkt ans Finanzamt abgeführt wird. Auch er hat das auf gleiche Weise gelöst, wie ich es vorhin angesprochen habe. Das heißt, er ist nach Malta umgezogen, hat dort eine Gesellschaft gegründet, hatte in Malta seine Betriebsstätte, ist dann gelegentlich eben nach Deutschland gereist, hat in Deutschland auch tatsächlich operiert. Das löst aber eben noch keine Betriebsstätte aus und weil es dann gewerbliche Einkünfte waren, die er über Malta in Rechnung gestellt hat, wurde letztlich hier die Besteuerung über das Doppelbesteuerungsabkommen ausgeschlossen. Fassen wir es zusammen. Grundsätzlich sind Selbstständige, also Freiberufler, hier von einer Besteuerung in Deutschland potenziell betroffen, wenn sie weiterhin deutsche Kunden haben, selbst wenn die Tätigkeit im Ausland ausgeübt wird. Dies kann man aber vermeiden, indem man hier gewerbliche Einkünfte generiert. Gewerbliche Einkünfte werden generiert über eine Firma, die man gründet und natürlich ist es zusätzlich hervorragend, wenn man in einem Abkommenstaat lebt. Dadurch hat man ein Doppelbesteuerungsabkommen, hat den Schutz des Abkommens, der normalerweise eine Besteuerung Deutschlands ausschließt.
Übrigens gibt es diesen sogenannten Verwertungstatbestand auch in Österreich. Der ist in Österreich nochmals strenger, aber auch hier kann das Ganze über die gleiche Methodik letztlich verhindert werden. Wenn das Themen sind, die auch dich umtreiben, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir beraten seit fast 20 Jahren Mandanten, die ins Ausland umziehen, um sich dort steuerlich optimieren zu wollen, die im Ausland ihr Vermögen schützen wollen und neues Vermögen im Ausland aufbauen wollen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.